Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist zwar noch ein bisschen frisch, aber die Sonne kommt gerade raus und dafür habe ich auch das perfekte Baby heute, den Carrera GTS. Der Carrera GTS ist ein Modell zwischen dem Carrera S und dem GT3. Also die Leute, die ein bisschen mehr PS haben wollen als die Carrera S und aber auch nicht so ganz was Auffälliges wie den GT3 fahren wollen, und zwar nicht diesen riesigen Flügel hinten drauf haben wollen, die sind mit dem GTS einfach richtig. Der GTS hat 450 PS, das sind nochmal 30 PS mehr wie der Carrera S, der hat nämlich 420. Und ein paar kleine optische Schönheiten und ein paar optische Veränderungen hat der auch. Wie das sich so fährt, das teste ich jetzt mal und ich würde sagen, das Verdeck lasse ich auch direkt offen. Dann mal los! Dieser Carrera GTS ist bereits das Facelift der 991-Generation und ist erstmalig turbo aufgeladen. Der Hubraum sinkt im Vergleich zum Vorgänger von 3,8 auf 3,0 Liter. Dennoch hat er 20 PS mehr. Folgende Derivate stehen derzeit im Programm: der Carrera GTS, Carrera 4 GTS, Carrera GTS Cabrio, den ich gerade hier fahre, Carrera 4 GTS Cabrio und Targa 4 GTS. Die Charakteristik des Turbomotors stellt einen riesigen Unterschied zu der des GT3 Saugmotors dar. Während der GT3 erst ab 5000 Umdrehungen so richtig nach vorne geht, passiert beim GTS ab dieser Drehzahl nicht mehr viel. Dafür reichen dem GTS schon knapp 2000 Umdrehungen für eine ordentliche Beschleunigung. Ansonsten bietet der GTS ein paar kleinere optische Neuerungen, wie zum Beispiel das Navi, das Lenkrad mit dem Sportmodi und Boost-Funktion, die 3D-Rückleuchten und die optionale Hinterachslenkung. Wie gut der Turbomotor seine 450 PS umsetzt, das teste ich jetzt. Ganz easy am Lenkrad in den Sport Plus Modus geschaltet und los geht's. Die beeinflussen die Lenkung, das Getriebe und das Schaltverhalten des Fahrzeugs. Wenn ich jetzt wieder in den Sport Plus Modus schalte, merkt man, das Fahrwerk wird direkt wieder härter. Die Lenkung wird viel direkter und nimmt das Gas viel schneller auch an. Wenn ich jetzt zurückschalte auf Normal, denkt man fährt auf Wolken, weil man merkt so gut wie nichts mehr von der Straße, also im Gegensatz zu vorher. Klar, ein Porsche ist immer ein bisschen härter als ein normales Auto, aber der Unterschied zwischen dem Sport Plus Modus und dem normalen Modus ist schon ziemlich riesig. Es gibt Autos, da merkt man kaum einen Unterschied, bei dem merkt man es schon direkt. Beim Sport Plus merkt man einfach, das Auto schaltet viel später hoch, dafür viel früher runter. Fährt grundsätzlich immer in viel höheren Drehzahlen. Und
Und es ist für mich persönlich das erste Mal, dass ich in einem Porsche mit Turbomotor sitze. Da ich ja eben den direkten Vergleich durch den GT3 habe, merke ich schon einen Unterschied. Also gerade in den niedrigen Drehzahlen, also gerade beim Anfahren, man gibt ein bisschen Gas, man merkt den Turbo sofort. Da kommt schon ordentlich Dampf bei rum. Man hört auch das Pfeifen die ganze Zeit, wenn man so Gas gibt. Also man merkt, der Turbo arbeitet. Das muss er auch. 3 Liter, 6 Zylinder mit 2 Turboladern. Unglaublich, was man heute eigentlich mit solchen Motoren alles schaffen kann. Das war's vom Carrera GTS. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen hoch da oder denkt auch daran, mich zu abonnieren. Ich bin nächste Woche übrigens in Maranello. Was ich da mache, ist aber noch geheim. Was da so los ist, könnt ihr euch vielleicht denken. Mehr verrate ich euch aber auch noch nicht, denn ihr sollt euch ja das Video angucken, da werdet ihr alles sehen. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!